Now, for our final real-world insight, we will be going back to Germany, to South Germany, in Pfedelbach, which is the next destination. Stefan Steinemann is the Technical Operations Manager at Bauer Packaging. The company is specialized in manufacturing of folding cartons and labels and has been for over 20 years. He's responsible for the entire production at the company. And with his own desire to continuously improve production processes and to make them more efficient, he and his team are constantly working on process optimization through digitalization. Stefan Steinemann from Bauer Packaging shows how end-to-end digitalization, from customer contact to the cutting of 700 label orders, is handled efficiently and error-free every day. With the help of targeted use of the latest software solutions, bottlenecks are overcome despite a shortage of skilled workers. In future also for the significantly more complex folding carton production. The presentation emphasizes the importance of willingness to change, clear goals, and teamwork for successful digital transformation. Hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier zu sein, um euch zeigen zu können, wie wir bei Bauer Packaging bereits vor einigen Jahren auf die heutigen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, unattraktive Arbeitszeiten in der Produktion, steigende Kundenwünsche reagiert haben, wie wir es geschafft haben, mit 2/3 weniger Fachpersonal das Abschaffen einer Nachtschicht, ein Same-Day-Delivery-Konzept aufzustellen und umzusetzen und nebenbei unsere Kundenbindungen zu stärken. Für alle, die uns nicht kennen, um uns besser einschätzen zu können, Bauer Packaging wurde 1960 als Familienunternehmen gegründet. Wir sind heute in der 3. Generation und beschäftigen in Pfedelbach bei Heilbronn 100 Mitarbeitende. Schon früh haben wir uns darauf konzentriert und spezialisiert, Fallschachteln herzustellen. Davon machen wir heute rund 600 Millionen Fallschachteln im Jahr, die wir hauptsächlich bzw. zu 90% in die pharmazeutische Industrie liefern. Parallel dazu haben wir uns 2002 spezialisiert auf die digital gedruckten Bogenetiketten. Hier beliefern wir hauptsächlich oder ausschließlich industrielle Kunden. Industrielle Kunden mit industriellen Ansprüchen. Just-in-Time-Lieferung, Null Fehlertoleranz, sinkende Auflagen bei immer mehr Bestellungen. Ich war mir jetzt gerade nicht mehr. Mehr Bestellungen heißt bei uns konkret 700 Bestellungen am Tag. 700 Bestellungen, die wir jeden Tag durch unsere Prozesse schleusen müssen. Das haben wir bis vor ein paar Jahren haben wir das noch gemacht mit 8 Mitarbeitern in 3 Schichten. Teilweise haben wir nachts um 4 Uhr versandfertig gebucht. Dass das nicht attraktiv und auch nicht mehr haltbar in der heutigen Zeit sein wird, das haben wir recht früh erkannt. Und so haben wir den Prozess analysiert. Wir hatten verschiedene Substrate, wir hatten verschiedene Systeme, Formate und vor allen Dingen hatten wir verschiedene Softwaren, die nicht vernetzt waren. Und so sind wir los und haben diese eine Software gesucht, die die leitende Software ist, haben sie gefunden bei Control S mit Symphony. Und das hat dann entscheidend eben zu der Automatisierung beigetragen, von der ich jetzt sprechen werde. Hier sehen wir den eigentlichen Workflow. Man sieht ganz deutlich, wir hatten 8 Touchpoints, 8 manuelle Tätigkeiten. Das fing an beim Vereinnahmen der Bestellung. Wir haben die Bestellungen gesammelt. Man musste die Druckdaten manuell zuordnen und dann manuell ausschießen. Manuell ausschießen, wissen wir alle, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, so auch bei uns. Dann wurde entschieden, auf welches Drucksystem wir gehen. Danach wurde geschnitten, wobei da aber nicht nur geschnitten wurde, sondern man musste auch immer die Schneideprogramme anlegen. Das mussten die Operator tatsächlich noch schneiden können.
Hinterher wurden die Lieferpapiere zugeordnet und dann versandfertig gemacht. Durch den Einsatz von Symphony, wo wir hier ausschließlich mit einer B2B-Schnittstelle unsere industriellen Kunden bedienen, haben wir jetzt sehr deutlich zu sehen nur noch 2 manuelle Tätigkeiten. Das heißt, Symphony holt bei unseren Kunden die Bestellung ab, eröffnet den Job, also legt den kompletten Job an. Wir sammeln die Aufträge nicht mehr. Die Druckdaten werden automatisiert zugeführt und dann Prinect Signa übergeben. In der Signa schießen wir automatisiert aus, sprich wir haben keine Fehler mehr, läuft alles im Hintergrund und dann werden die Drucksysteme automatisch gestartet. Wir haben hier noch so eine halbmanuelle Tätigkeit. Wir haben hier an den Schneidemaschinen noch Operator stehen, wobei dadurch, dass wir dem Druckbogen einen Code mitgeben, der nicht nur die Jobdetails enthält, sondern eben auch die Schneideprogramme, kann hier an der Schneidemaschine per Scan werden die Schneideprogramme aufgerufen und es können Operator daran arbeiten, die eine sehr, sehr viel kürzere Einarbeitungszeit brauchen wie früher noch. Während dem Schneiden wird ebenfalls durch Scannen des Codes werden die Lieferpapiere geschrieben, werden dann zugeordnet und dann eben noch manuell verpackt. Hier sieht man die Kollegin, wie sie den Druckbogen einmal scannt für den Lieferschein. Der wird jetzt im Hintergrund gedruckt. Dann hat sie es nochmal gescannt. Das Schneideprogramm wurde aufgerufen und man sieht hier am Bildschirm die Visualisierung der Schnittfolge. Das heißt, es ist um ein Vielfaches einfacher als früher noch. Dann wird der Lieferschein dem Etikett zugeführt und dann eben in die Versandbox getan. Wir haben also durch den Einsatz von Symphony, von Prinect Production, sprich eigentlich der Signa und von Polar CompuCAD hier eine Automatisierung erreicht, wo wir heute 5 Stunden Zeitersparnis am Tag haben, wo wir heute mit 62% weniger Personal auskommen. Wir haben keine Nachtschicht mehr und wir haben nur noch 3 Stunden Lieferzeit. Wir haben einen Kunden, wenn der heute bis 19 Uhr bestellt, bekommt er heute bis 22 Uhr seine Ware geliefert. Das alles schaffen wir ohne Clustern der Aufträge. Es ist uns völlig egal, ob wir ein Etikett derselben Größe in der Stunde jetzt einmal, zweimal oder dreimal produzieren. Dadurch, dass wir automatisch ausschießen, die Jobs automatisch angelegt werden und die Schneideprogramme eben aufgerufen werden können, ist uns das herzlich egal inzwischen. Dazu kommt das Automatisieren der administrativen Aufgaben. Symphony übernimmt hier, wie gesagt, vom Abholen der Bestellungen bis hin zur Rechnungsschreibung mehr oder weniger alles. Das heißt, wir haben hier keine administrativen Aufgaben mehr und selbst bei unserem Kunden haben wir eine Arbeitszeitreduzierung geschaffen, dadurch, dass wir ihm Dashboards gegeben haben, wo er in der Fertigung hat und durch Scannen seiner Bestellung sieht, in welcher Versandbox, in welchem Fach das jeweilige Etikett mit unserem Lieferschein zu finden ist, hat er keine Sucharbeit mehr und das trägt natürlich zu einer nachhaltigen Kunden-Lieferanten-Bindung bei. Und was mir jetzt heute tagsüber ein bisschen zu kurz gekommen ist, möchte ich auch nochmal betonen, dass man nicht vergessen darf, dass Digitalisierung auch immer Prozesse stabilisiert. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen. Bei uns in der Produktion, da ist die erste Abteilung Digitaldruck. Und wenn ich jetzt da reinkomme in Digitaldruck, dann herrscht da eine Prozessruhe.
Die Maschinen laufen, die Mitarbeiter arbeiten. Es entsteht keine Hektik mehr. Nicht mehr so wie früher, als da 8 Leute umherliefen. Immer mit dem Gedanken, ich muss heute noch liefern, ich muss heute noch liefern. Da war natürlich Stress, da war Hektik, da war es ehrlicherweise auch ein bisschen unattraktiv zu arbeiten. Heute haben wir hier eine Mitarbeiterzufriedenheit. Wir haben keine größeren Probleme, neue Mitarbeiter in dem Bereich zu generieren. Und von dem her hat uns da die Digitalisierung sehr viel gebracht. Dann gehe ich weiter. Die nächste Abteilung ist bei uns der Offsetdruck. Auch im Offsetdruck haben wir die letzten Jahre investiert. Wir haben die Prozesse analysiert. Wir sind heute so weit, dass wir ein One-Click-to-Plate-Konzept realisiert haben. Das heißt, auch hier werden Bestellungen automatisch zum Artikel. Der Artikel sucht sich seine Druckdaten und dann geht es mehr oder weniger per One-Click durch bis auf die Druckplatte. Wir haben 2023 in eine Speedmaster XL106 investiert, die heute 37% effizienter arbeitet als eine XL105 älteren Baujahres. Wir haben optimierte Workflows, wir haben intelligente Bedienerführung, wir haben Automatisierungsgrade, wir rüsten einen 4C-Job in 3 Minuten. Ne? Und wir beschäftigen uns aber trotzdem noch mit Multicolor. Um eben noch effizienter, um noch schneller zu werden, machen wir das. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir hier alle, schätze ich mal, und auch die Maschinenhersteller, unabhängig ob Heidelberg oder andere, im Drucksaal seit Jahren digitalisiert haben, automatisiert haben. Lauter Vorteile, die wir als Drucker heute als selbstverständlich hinnehmen und auch nützen. Moment, das war ein bisschen zu schnell. Und dann ist bei uns so, dann kommen wir in die Weiterverarbeitung und das haben wir heute Morgen auch schon gehört, was ist denn mit dem Finishing? Bei uns ist das Stanzen und da haben wir heute noch manuelle Prozesse. Wir haben Speedlimits auf den Stanzmaschinen, wir haben Stanzwerkzeuge, die maßgeblich dazu beitragen, wie schnell man rüstet oder wie langsam man rüstet, wie gut und schnell man dann nachher in der Fertigung ist. Und wir haben immer noch Packmitteltechnologen, die ja, immer noch handwerkliche und oft manuelle Tätigkeiten verüben müssen. Beispielhaft ist es jetzt so bei uns, dass wir mit einer XL106 im Dreischichtbetrieb, natürlich bedingt auch durch die vielen Auftragswechsel in der Pharma, 3 Stanzmaschinen füllen können, danach 4 Klebemaschinen, dass das nicht so richtig zusammenpasst, sollte klar sein. Natürlich haben wir hier in dem Bereich auch automatisiert und wir haben die Prozesse analysiert und auch optimiert. Was aber unserer Meinung nach passieren muss, obwohl wir es jetzt heute Morgen eigentlich nicht sagen durften irgendwie, Daten oder was? Daten sind der Schlüssel. Daten können den Prozess des Stanzens, wie er schon seit 20 Jahren der gleiche ist, Daten können diesen Prozess radikal verändern. Und so bin ich 2021 bin ich los und habe die Maschinenhersteller gefragt, was habt ihr denn in der Schublade, um uns Herstellern diesen Prozess zu digitalisieren? Was könnt ihr uns bieten, um hier wirklich einen Mehrwert zu haben? Und damit meine ich nicht eine Formateinstellung, eine automatische Formateinstellung an der Stanzmaschine. Das hat man im Drucksaal schon vor 10 Jahren oder länger. Damit meine ich auch nicht, dass ein Packmitteltechnologe an der Maschine stehen muss, der seinen Job abspeichert. Weil wer sagt mir, dass der Job optimal lief und wer sagt mir,
dass wenn er den Job am Sonntagabend nach 2 Stunden Produktionszeit, wenn er den abspeichert und ich ihn dann am Donnerstag, nachdem die Maschine mehrere Tage produziert hat, dass dann die Jobparameter, die abgespeicherten, wieder zutreffen. Ich meine, wir müssen die Daten, die die Maschine tagtäglich eigentlich sammelt, die müssen wir nützen. Wir brauchen Temperaturdaten, wir brauchen Materialinfos, wir brauchen Werkzeuginfos, wir brauchen Druckverhältnisse, wir brauchen vielleicht eine KI-gestützte Fehlererkennung, um dann dem Operator, egal ob er den Job am Sonntag oder am Donnerstag wieder reinnimmt, ein bestmögliches Match zu geben. Und so könnten wir aus 3 Stanzmaschinen 2 Stanzmaschinen machen. Und Timo, nicht vom Stuhl fallen, es wäre okay, wenn es 3 bleiben, aber wir mehr Output generieren können. Ne? So an alle Vertriebler hier in Heidelberg. Ja, wir haben hier mit Heidelberg dann, oder beziehungsweise MK, denke ich, den richtigen Partner gefunden, diesen Weg einzuschlagen. Wir haben ein Ziel definiert, bin da zuversichtlich, dass wir das Ziel auch erreichen und dass wir in diesem Bereich auch noch erfolgreicher werden. Wir brauchen immer ein Ziel. Man darf sich nicht verzetteln auf dem Weg. Man muss den Mut aufbringen, auch mal unangenehme Fragen zu stellen, wie man digitalisiert bzw. seine Ideen mit reinbringen kann. Und heute Morgen, der Felix hat es gesagt, machen, nicht quatschen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich einen kurzen, kleinen Einblick in die Themen geben konnte, die uns bei Bauer Packaging beschäftigen und von denen wir meinen, dass sie wichtig und richtig sind, sie heute anzugehen für morgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis später, würde ich sagen. Thank you so much, Stefan, for giving us some insights into production details of packaging and label production. Please stay with me because, as you can see right here, we have a bunch of questions for you. So let's switch to German. Stefan, wo siehst du die größten Herausforderungen bei der Ausweitung deiner Prozessdigitalisierung auf den Fallschachtelbereich? Ja, eben in der Weiterverarbeitung. Ja, eben im Stanzen und ich meine, es geht dann noch weiter. Im Fallschachtelkleben haben wir das ähnliche Problem. Wir brauchen da meiner Meinung nach viel zu viel gelernte Mitarbeiter. Auch hier hat sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten eigentlich nichts geändert. Eine Fallschachtelklebemaschine, die sieht immer noch genauso aus und macht mehr oder weniger immer noch das Gleiche wie vor 20 Jahren. Und meine Message sollte eigentlich sein, dass die Maschinenhersteller, egal ob jetzt Heidelberg oder andere, sich Gedanken machen, wie sie den Automatisierung und Digitalisierungsgedanken aus dem Drucksaal, wo sie ja richtig gute Arbeit gemacht haben, dass sie den übertragen in die Weiterverarbeitung, ins Stanzen und ins Kleben. Und da ist auch die Herausforderung logischerweise. Okay. Hier steht der 19 Uhr Kunde. Was für Produkte sind das? Das sind die digital gedruckten Bogenetiketten. Okay. Also das funktioniert noch nicht mit der Fallschachtel, falls das die Frage ist. Weil die Stanzmaschine noch nicht digitalisiert ist. Wie automatisiert man die Farbkalibrierung für verschiedene Substrate? Das machen wir praktisch, wenn es ein neues Substrat gibt. Dann wird es einmal kalibriert und dann ist es ein Setting, wo immer wieder aufgerufen wird. Okay. Und die letzte Frage, wie löst ihr One-Click-to-Plate? Mit ESCO. Mit einem Workflow von ESCO, mit der Automation Engine, die schleust die Druckdaten praktisch durch bis zur Druckplatte mit der Druckfreigabe, mit allem, was da dazugehört. Ja.
Super. Okay, vielen Dank. Thank you so much to Stefan Steinemann.